So, weitergehoppelt, dieses lustige Spiel, das sich der Disco-Elysium nennt. Wir stehen immer noch vor Evrart Duclair, wie auch immer er in die Rede heißt. Nee, Evrart Claire, nur, nicht Duclair. Der örtliche Mafia-Boss, dem wir irgendwie Bericht erstatten und der irgendwie so tut, als wären wir mit dem Verein. Ich meine, der tut natürlich nur so. Aber trotzdem nervt er damit ein bisschen rum mit seiner komischen Taktik. Vor allem versucht er uns die ganze Zeit zu manipulieren. Wir stellen erstmal fragen, wer möchte von uns, dass wir irgendwelche komischen Unterschriften uns schnappen, was sehr verdächtig ist. Was sagt Kim dazu? Depends. I don't think what we just got from Mr. Clare was very useful. Er studiert Evrart. Ja, ich finde auch nicht, dass die Informationen, die er uns gegeben hat, besonders nützlich waren. But he thinks it's your call. Ah, danke, lieber Korpsgeist. As I said, it weighs on me heavily. But once we get really talking, well, I'm gonna hand you the keys to Martinez. And maybe even help you figure out who's behind this killing. Naja, wenn wir uns wirklich richtig unterhalten, dann gibt er mir die Schlüssel für ganz Martinez oder vielleicht nur für die blaue Tür. He's saying as little as possible, as vaguely as he can, deliberately omitting things. Danke, liebe Rhetorik. Er lässt Sachen aus. Wozu brauche ich die Unterschriften? I'm glad you asked, Harry. The Union is going to build a modern youth center in Martinez. It will be righteous. We're gonna get those teenagers off drugs and on roller skates. Was? Kann er sich nicht wenigstens ein paar Lügen einfallen lassen, die nicht komplett Hanebüchen klingen? Also er möchte ein modernes Jugendzentrum schaffen, um die Jugend von den Straßen zu kriegen und auf Rollschuhen zu fahren. There's a nameless little street on the coast with some old houses around it. Most people have already signed. I just need 2 more signatures to get this mission off the ground, Harry. An der Küste gibt es eine kleine Straße ohne Namen, die von ein paar alten Häusern umgeben ist. Die meisten Bewohner haben bereits unterschrieben. Aha! Er will die Leute also aus ihren Hütten vertreiben. Auf Drugs und Rollerskates. Meinen Sie das Fischerdorf? Yes, the little cul-de-sac on the coast, where all the men have drowned, in either the sea or the bottle. A gloomy place, doesn't have that union attitude. Was? Sie haben nicht ihnen fehlt die gesellschaftliche Gesinnung, wo die Männer alle ertrunken sind, entweder im Meer oder in der Flasche. Ja, und was wird denn aus den Leuten, die jetzt da wohnen? They are just gonna have to deal with the construction noise for 6 months, and then they'll be living like kings. Right next to a fancy new youth center, designed by the best architects from Stella Marie. Natürlich! Sie können dann in die beste Seiten-Jugendcenter von irgendwelchen besten Architekten aus Stella Maris, warum er Stella Maris eigentlich ist. Is he absolutely sure the tenants won't be thrown out in the street? Wer fragt das? Die Rhetorik. Können Sie mir 100% sicher sagen, dass niemand obdachlos wird? Am I? Harry, these people, Martinez is the most important thing in my life. I would never let anything bad happen to them. Aha. Er würde Ihnen niemals dafür sorgen, dass die Leute was Böses We're passiert. gonna build a youth center there. The value of their properties goes up and kids have a place to play in. I'm looking out for these people, not pulling the rug from under them, Harry. I'm looking out for all of Martinez, not just the harbor. Ja, er kümmert sich um ganz Martinez. Der würde ja niemals den Leuten einfach den Teppich unter den Füßen wegziehen. Nie würde er das tun. He means it. Meinst du ernst? Na gut, wenn ich zufällig gerade da bin, kann ich dich fragen. You bring joy to my heart, Harry. Such a pleasure to be working with you. Here. Er reicht ja einen offenen weißen Umschlag. You need to get signatures from Isabel Sadie and Lillian Carter. The cul-de-sac is right past the pawn shop and across the canal. I heard there was some trouble with the waterlock, but it should be fixed now. Ja, es gab Probleme mit der Schleuse. Das ist jetzt Dings, da hat man noch einen Weg. Once you have the signatures, mail this to 13022 La Rocca in La Delta. Then I'll know you're a solid socialist. Er streicht sich durch die schütteren Haare. Das ist auch schön, ich habe einen Unterschrift abgeschickt und du lügst. Ob die Reaktion anders ist, wenn du es genau in dem Dialog machst oder Dings. Wollen Sie mich gar nicht fragen, wie ich hier reingekommen bin? Woher kennen Sie meinen Namen? Reden ein paar Insights zu dem Mord besprechen? Ne, ich frage nochmal nach den Namen. Oh, I know everything about you, Harry. I have a big fat folder on you. Very juicy stuff. Ja, er hat eine Akte voller pikanter And the Details. word on the street is your memory is a bit hazy. If that's true, maybe I can help you out. Do you a little favor, so to speak. Oh, er würde mir so gerne einen Gefallen tun, mir dabei helfen, mein Gedächtnis wieder auf Vordermann zu bringen. It might be a good idea to hide your confusion. I mean, see what his game is first. Ja, das bist natürlich nicht zeigt, wie verwirrt du bist. Nimm mal Gedächtnis ist in Ordnung. So good to hear that, Harry. Apparently my sources were wrong. Er tätscht erneut die braune Akte, die bestimmt leer ist. However, if you would have a spot of memory trouble, well, let's just say a fat juicy folder could really fill in the blanks. Eine dicke Akte könnte Ihnen auf den Springen helfen. Words flow like a river of honey from his lips.
Oh, wie ein Fluss aus Honig fließen die Worte über seine Lippen. Na super. I guess word has already reached him. No matter. No harm done. Was? Das erscheint schon bescheuert. Das macht es weiter It's schlimm. just a brown folder. You can't make out what's written on it. Danke, liebe Are you Wahrnehmung. trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? Oh. Ach stimmt, es müssten ja Polizeidokumente sein, wenn er so viele hat. Ich würde ja nicht alle selber geschrieben haben. Der Lieutenant betrachtet Evrart über seine Brille hinweg. Mr. Kitsuragi, would you mind? Harry has some questions he needs answers to. Seine Augen bleiben unentwegt auf dich gerichtet. Ja, das ist, weil der Bastard genau weiß, wenn er hier manipulieren kann und wo er keine Chance hat. Don't just jump to the folder. That's not smart. Shows you're on the edge. Do some probing first. Oh, ich habe Schauspielkunstmittel. Du wirfst noch mal einen Blick auf die Akte. Das Schauspielkunstmittel. Frachtdokument zuvor gelesen. Eine rote Würfel. Können wir machen. Das ist 92% Chance. Was kann schief gehen? As you look at the folder, Evrart covers it with his hand and pets it. He's hiding it from you because it's not a real RCM folder. It's just another one of those brown folders you saw in the file cabinet. Aha, das ist keine BMR-Akte. Okay, Harry, you got me. This is from the Census Bureau, not the RCM. Those Census Bureau people are absolutely corrupt. You should do something about them. Die Akte kommt aus den Statistikämtern, weil die sind nämlich super korrupt, die Bande da, und nicht von der BMA. 92% sind keine 100%. Wenn das XCOM gewesen wäre, hätte ich es mir noch mal überlegt. He got the name from the Census Bureau, and everything else from your actions here in Martinez. Naja, er hat den Namen nur vom Statistikamt und den Rest so. Vor allem den Namen hat er noch falsch gekriegt. Warum kann das Statistikamt den Namen eigentlich nicht richtig? Obwohl übrigens XCOM lustigerweise schummelt sogar in den Prozentzahlen. Und zwar in der Hinsicht, dass die Prozentzahlen, die dir angezeigt wurden, sind eigentlich sogar niedriger als die du wirklich hast. Und trotzdem haut es nicht hin, weil Leute Prozentrechnung nicht verstehen. Beziehungsweise Chancen. Naja gut, Yes, Mr. Kitsuragi from the Census Bureau. Like I said, now I'm actually a very busy man. So is there anything else I can do for you, Harry? Er wirkt verärgert. Weist mich vor allen Dingen auch darauf hin, dass er ganz viel zu tun hat jetzt auf einmal. Gar nicht mit mir reden möchte. That means he doesn't really know anything about you. Er weiß nicht so. A pity. The mystery of you will have to remain a mystery for the time being. Tja, vorerst bin ich für selber Statistiker. Also Leute, Statistiker ist mein Name Harry de Bois. Yes, that's what I said. Try to keep up, okay? Let's move on. Gut zu wissen eigentlich, ne? Ja gut, im Einzeit über den Mord. Most certainly. By Okay. all means. Tschüss. See you soon, Debader. Just kidding. But not too much. Zum Abschied hebt der beleibte Mann seine Hand. Achso, hier. Das, Finger pistols, 9mm. die hätte ich vorher gebraucht. Was soll man dieses Symbol sagen? Das ist immer noch Snap, sehr snap, verstört. baby. Turns out guns aren't that much for protecting as they are for attacking people. If you want to protect people, really work for them, you have to whip out your signature dual 9mm Villiers finger pistols. Who needs real guns anyway? That conversation you just had? It would have gone better had you snapped those bad boys at them. Note, 9mm dual finger pistols do not count for an actual weapon. Das ist hier nicht als echte Waffe, der da kam. Das sind übrigens Dual-Fingerpistols. Boni, was bringt mir das überhaupt? Reaktionsvermögen immer entsichert, +1 zur Suggestion bei leeren Handplätzen. Fuck. Aber mein Reaktionsvermögen kriegt er raus. Ich könnte dieses komische noch eine Tür-Ding vergessen, um mehr Zwielicht zu machen. Aber ich glaube, stattdessen level ich mal Hand-Augen-Koordination. Obwohl mein Verlangen immer noch hoch ist, um was von den anderen Sachen, von denen ich schon viel habe, zu leveln. Aber irgendwie... Ja, okay. So, Judy, was haben wir hier noch? Wow, you work hard. Sagt die Gewandtheit? Ich arbeite schwer. Ist es so? Oh, yes. You hustle. You're a provider. It's tough out there, but you keep it real and provide. Was? Da geht draußen geht's raus, aber ich verdiene Geld. Wie genau sieht denn meine schwere Arbeit aus? Look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand, and linoleum after you re-emerged. Seit du wieder aufgetaucht bist? Ich bin 20.000 Schritte über Asphalt, Mosaik und Sand gelaufen. Kleiner Funfact dazu. Ich bin ja umgezogen in eine größere Wohnung jetzt, die knapp an die 100 Quadratmeter hat. Sind nicht hin, sind auch 100. Ist ja auch real. Auf jeden Fall habe ich gestern, am gestrigen Sonntag, an dem es echt ziemlich warm war, das Haus nicht verlassen.
Zweite Erkenntnis, ist es in meiner Hütte eigentlich relativ kühl. So tagsüber, auch wenn es warm ist, weil ich halt durchzumachen kann. Weil ich habe halt eine Straßen- und eine Innenhofseite und die eine Seite hat halt nicht da Sonne, wo die andere Seite Sonne hat. Auf jeden Fall habe ich gestern echt 19.661 Schritte gemacht? Wirklich? Ne, warte, das ist heute, oder? Na genau, gestern habe ich 7.447 Schritte gemacht. Nur in der Wohnung, ohne rauszugehen, nur weil ich Sachen verräumt habe. Das Suggestion ist egal, das Reaktionsvermögen ist nice. Ja, das dachte ich mir auch. Okay, was möchte mir die Gewandtheit jetzt eigentlich sagen? That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it that way. And you won't let it break you. You ride. Ich mache mein Ding, aha. Ja, ich mache das Ding, ein bisschen. Ich mache ein verdammtes Ding, bis ich ins Gras beiße, Schlampe. Ja, ich mache mein Ding ein bisschen. A little. You make money. What? You got gills, baby. Got those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco-Negros and the Solas. Warum ist das gerade die Gewandtheit, die mir erklären will, dass ich hier das Big Money mache? It ain't easy, but you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop and a sprinter and a money printer. Ich bin eine Gelddruckmaschine, so. Sprinter and a Money Printer. Ach, schön. Ich kann nicht leugnen, dass ich auch Börse dazu gebracht habe, mir ein bisschen von seinem Geld zu lernen. Man könnte sagen, dass ich auch von diesem Maniana das Geld angenommen habe. Ich habe dazu verwendet das Zeug bei diesen suspekten Roy. Klar, ein paar was? Can't say that. You shook him. You're a killer. A shark. Für Mystery, ich habe ihn ausgepresst? Maniana? You didn't log that in as a donation either. You don't log any of that shit in. You're a straight rider. Hat mir Maniana Geld gegeben? Ah, stimmt, ich habe das Finder an dieses suspekten Roy. Yeah, you're in the sales business. Shake 'em for shit and then pawn it off. Law officer style. Presst die Leute aus dem versetztes Zeug dann. Sehr gesetzestreu. Klar, ein paar Kiemen habe ich schon mal schön gemacht. Sure. And has it been easy? Is life easy? Have you not gone into cardiac arrest? Are you not about to have an anxiety attack or shoot yourself in the mouth? But you still hustle 24/7, ride or die. Now, ask yourself. Schießt aber nicht kurz auf eine Panik zu bekommen, dir selbst in den Mund zu schießen. Trotzdem machst du rund über dein Geschäft und ziehst unbehört weiter Dinge fort. Jetzt frag dich mal. Are you rich? Eigentlich nicht, ne? That's right. You work harder than anyone. You almost rode yourself to the grave and you're still practically a hobo. Why is that? Ja, das frage ich mich auch. Das liegt an Guard, der mir ständig auf den Sack geht. Das System ist der Fehler. Es gibt einen Markt für korrupte Bullen, aber die Einwanderung Bullen haben die Preise kaputt gemacht. Das liegt an den verdammten Steuern, Mann. Das System ist der Fehler. Boo-hoo. The system is broken. The establishment is keeping me down. That's not the fuck yeah attitude you're used to. What is this? Why are you so poor? Ich kenne den verdammten Steuern, Mann. That's right. 100%. Fucking G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket. Stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze. Jetzt ist es das Steuergeld, was mich fertig macht. Also wie schön. Our tax is almost non-existent in the Konsum estate. That is Revachol. Ist doch wahrscheinlich eine Hochzeitenspinne, in der fast nichts besteuert wird. Echt? Jedes Mal, wenn ich niese? Ich dachte, es gibt keine Steuer. Und das kann ich aber der Gewandtheit sagen, weil sie wie so darauf reagiert. You and I both, but they got those indirect modes of taxation. Sales tax, excise duty, extraction tax. This tax that doesn't even have a name. Plus, there's the stuff people in other countries pay for that makes them ask for more money from you here. The Konsum estate's a myth. In total, the coalition government is taking. Ja, also wir zahlen trotzdem irgendwie Steuern, weil das ist ja, ja. 98% of all your money. Was? Scheiße, das geht ja gar nicht. Ich schätze, ab sofort bin ich ein fundamentalistischer Verfechter des freien Marktes. Du bist dabei. Bist du ja sicher, mir erscheinen die Zahlen nämlich ziemlich hoch. Will ich wirklich ein fundamentalistischer Verfechter des freien Marktes bringen? Das könnte über bestimmt Punkte bei dem ultrareichen Lichtgestalt werden, aber naja. Bist du sicher, mir erscheinen die Zahlen ziemlich hoch. What are you not sure about? They're milking your nipples till they bleed. Sei wie Can't Joyce. you see? Aren't you sick and tired of having bloody nipples?
Blutige Nippel sind schon irgendwie unangenehm. Was soll das die Legalisierung daran ändern? Du bist dabei, aber nur ein bisschen. It's all about the tax issue, hustler. No other problem in the world is as pressing as top marginal tax rates. And don't you fucking forget it. Was? Kein anderes Problem auf der Welt ist so dringlich wie die hohen Spitzensteuersätze. Vergiss das nochmal nicht. Habe ich ja nicht letztes Mal irgendwie vor 3 Episoden erwähnt, dass die EZB tatsächlich auch die Inflation bei 2% hält? Ich hoffe, ich habe das erwähnt, was der eine Typ uns erzählt hat. Spitzensteuersätze, ich meine mich zu erinnern, dass das Problem ist, dass die eher zu niedrig sind, dass die Leute, die richtig Cash haben, nicht besteuert werden, sondern tatsächlich die Mittelschicht ausgeschöpft werden. Aber das ist so ein Thema, wo ich irgendwie ärgerlich wenig Ahnung habe, weil das Thema halt so ein bisschen mehr komplex ist, als wenn man sich mal so einen schnellen Nachbar einlesen kann, was das wieder unangenehm macht. Naja gut, also viel dazu. Gut, wir haben also einen neuen Gedanken, den wir verfolgen könnten, wenn wir dann Punkte frei hätten. Was können wir indirekt mit tun der Besteuerung? Macht -2 Empathie? Das finde ich nicht gut. Nur damit du es weißt, falls du mit einer flotten Zweitideologie was am Laufen hast, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Der Kampf gegen die indirekte Besteuerung durch die Staaten der hauchzarten Spinnenweben ist mit allen Glaubensrichtungen vereinbar. Was das angeht, ist er echt cool. Du bist jetzt ein cooler Anarchist. Außer du willst kein Anarchist sein, wie du willst. Steck dir diesen Essenskupon in die Augenhöhe und lass uns schauen, ob wir uns bei den Räuberbaronen der Zollstelle und den Banditos beim solidischen Komitee Finanzaussichten Wettbewerb was Liebes zurückholen können. Ich weiß nicht, ich mag Empathie eigentlich. Na schön. Ja gut, komm Kim, wir gehen. Ich habe noch Dinge zu tun. So, überprüfe die Seriennummer der Rüstung. Eingetragen am Motor 14 Dingsbums. Ich habe doch alles am nächsten Tag. Wo ist der Rest der Rüstung? Ja, ich glaube, die Schuhe sind jetzt für alle Zeiten weg, ne? Finde Alkohol und Trinken auf keinen Fall. Dann aus. Ja, das ist doch schon passiert und sie hat mir das nicht gezeigt. Oder habe ich das Gespräch mit Joyce nicht abgespeichert? Letztes Mal. Ich hatte Kuno-Bericht. Das Ding ist, ich möchte Kuno eigentlich keinen Speed geben. Das ist mir irgendwie unangenehm. Aber wie bleibt uns kaum was anderes übrig, oder? Ich kann nochmal zu Joyce laufen, aber habe ich echt das Ding mit Joyce irgendwie nicht gemacht? Aber ich habe das letzte Safe geladen. Das ist ja letztes Mal das abgeschwert. Weil ich dachte, das mit dem Bild malen, das war bevor ich das. Das Schädelmesser eigentlich noch da? Es könnte nämlich sein, dass das komplette Gespräch mit Joyce jetzt einfach nicht stattgefunden hat, weil ich ein falsches Safe-Game geladen habe. Ich meine, da können wir uns ja schnell durchklicken. Das ist nicht so unendlich schwierig. Wir müssen halt die ganze Zeit... Gab es nicht mal Schnellreisen? Nein, nicht wirklich, ne? Ich kann wahrscheinlich nur zu so großen Dingern reisen, oder? Oder gibt es noch... Wie groß ist dieses Spiel? Ist das doch eigentlich nur dieses Hafen, oder? Du musst ja nicht jede Quest arbeiten. Ich habe Kuno auch fast nie Speed gegeben. Auch fast nie Speed ist ja auch schön. Also hast du es ein paar Mal gemacht, aber meistens nicht. Ja, leere Hände ist leider absolut nicht drin. Wir wollen bloß arbeiten. Die Frage ist aber, wo sind denn eigentlich die anderen beiden Clowns, die hier noch mitgearbeitet haben, ne? Von den Söldnern. Es hieß ja, es gibt dann 3 Söldner. Wo sind die anderen beiden? Da kann man Sachen austesten. Ja. Das Ding ist halt, dass allein die Stimmen sich ja schon anders melden, wenn du das anders gespeichert hast, ne? Wenn du andere Skills hast. Kann man hier nicht einfach direkt hoch? Nee. Meine Joyce ist ja wie immer da. Hab ich mit dir jetzt schon geredet über das Ding, oder habe ich das... You're back. Good. What, more lessons in basic reality? My favorite part of the day. Glad to have been of assistance. Okay, nee, ich hatte das Gespräch mit ihr. Dann weiß ich nicht, warum das hier noch ist hier mit... Oder das zeigt... Ich war doch hier Joyce oder... Du musst ja einfach nur den Ausweis zeigen, um zuzuhören. Ja, das funktioniert aber nicht. Das macht sie nicht. Zeuge Titus Hardy von der Autorität, von der Aussage über die Fahrerlady weiß, ein Mann auf der Promenade. Ruf die Stadtbürger auf den Jamrock an. Der letzte Fall war leer. Kehr uns wegen zurück und überbringe im Moral die Neuigkeiten. Besorge Evrart die 2 Wunderschriften. Na gut, den können wir zumindest dem Evrart davon erzählen, dass die Falle leer war. Da freut er sich bestimmt riesig drüber. Aber das beim nächsten Mal.